Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Heute gibt es wieder auf die Fräse. Und zwar haben wir heute die neue Metabo-Fräse dabei, weil Metabo hat wirklich mal gesagt, oh, ich mache mal eine kleine, niedliche Kantenfräse für nur 75 €. Wir wollen wissen, taugt die 75 € Fräse was? Wie schlägt sie sich eigentlich gegen die günstigen von Bosch und Makita, die im selben Preissegment sind? Oder sollst du vielleicht eine von den größeren hier kaufen? Das schauen wir uns heute an. Wie immer ist es so, du kannst heute auch etwas gewinnen, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein. Schreib einfach mal unten in die Kommentare, welche Größe an Fräse ist für dich eigentlich die richtige? So eine? Oder brauchst du eine große oder eine von diesen großen 2000 Watt Boliden? Würde mich sehr interessieren. Oberfräsen sind ja so eine Sache. Und vor kurzem hat Metabo diese neue Fräse hier rausgebracht. Und das ist ja wirklich eine kleine Kantenfräse, wobei ich mich persönlich wirklich weigere, das immer Kantenfräse zu nennen, weil eine Fräse ist eine Fräse, eine Oberfräse ist eine Oberfräse. Und das hier ist eine Oberfräse mit der Primärbenutzung Kantenfräse. Aber Metabo hat gesagt, komm, hauen wir hier einen raus für 75 €. Das ist schon echt der Kracher. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, was ist denn eigentlich die Konkurrenz? Ja? Und wir haben hier die FM 500-6. Das ist die Fräse von Metabo. Und ich dachte so, naja, gucke ich mir mal die von Bosch und von Makita an. Und habe gemerkt, die gibt es gar nicht. Ja, ich habe sie hier stehen, aber die gibt es gar nicht. Nämlich, auf dem deutschen Markt sind diese beiden Fräsen gar nicht erhältlich. Sondern die habe ich quasi als Grauimport mir gekauft in irgendeinem Shop. Kann mich schon gar nicht mehr erinnern, welchen. Und zwar habe ich hier die GKF 550, wird in Deutschland nicht vertrieben, kostet auch so um die 75 €. Und dann haben wir hier von Makita die 3709. Tada! Ja, die 3709. Und die beiden kosten alle drei so um die 75 €. Wie gut sich die gegeneinander schlagen, bin ich echt gespannt. Und dann haben wir hier den Klassiker. Ja? Und zwar hier von Makita die RT0702C. Das ist der absolute Klassiker. Hier für 125 €. Und warum habe ich die hier mit drin? Ich habe gedacht, naja, ursprünglich gibt es eigentlich nur diese. Ja, also diese drei in dieser Größe vor allem eigentlich. Und jetzt habe ich gesagt, naja, dann nehmen wir sie auch natürlich mit rein, obwohl sie 125 € kostet. Und 125 € ist natürlich ein riesiger Preisunterschied zu 75, wenn du da überhaupt erstmal reinkommen möchtest. Dann gibt es natürlich auch noch die Bosch. Die GKF 600, aus meiner Sicht ein steinaltes Gerät, gibt schon ewig auf dem Markt, wie aber auch die Makita, die beiden. Die kosten aber auch so um die 160 €, also bedeutend viel mehr. Und wir wollen wissen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Nimmst du vielleicht doch die kleine oder dann eher die größeren Brüder hier, die auch wesentlich mehr kosten? Das schauen wir uns heute hier in diesem Video an. Zum Thema Preis muss ich noch eine Sache sagen, und zwar gerade bei den beiden Geräten ist es so, dass ihr die natürlich auch noch mal für einen ganz anderen Preis kaufen könnt. Ich habe es mir extra mal aufgeschrieben. Ihr könnt das hier mit einem Vollsortiment kaufen für rund 215 €. Da kommen wir auch nachher noch mal dazu. Und bei dem hier ist es so, dass wir schon bei 250 sind mit dem großen Fräskorb. Auch das, da kommen wir nachher auf jeden Fall noch mal zu. Jetzt hängt hier mein Ton auch noch fest. Was ist denn hier los? Aber für euch noch mal ganz interessant. Zu diesen drei Geräten gibt es kein Zubehör. Die gibt es genauso, wie sie hier sind. Ja, okay, du hast hier noch so mal so einen spinneligen Anschluss hier, Anschlag, aber das war es auch schon. Aber ansonsten, es gibt kein extra Zubehör zu kaufen. Und ganz wichtig, von der hier und der hier ist das Zubehör nicht kompatibel. Ganz wichtig. So, wenn du dich für die Geräte interessierst, schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich. Da verlinken wir das Ganze mal, ansonsten auf gotools.de. Aber geh auch ruhig mal auf gotools.de in den Werkzeugvergleich. Ich verlinke dir das hier auch mal. Da findest du alle technischen Daten, die wir dir hier auch mal einblenden in einer Übersicht. Und da wirst du übrigens sehen, in den technischen Daten, dass die Geräte sich relativ ähnlich anfühlen. Aber das ist nur so oberflächlich in den Zahlen so zu sehen. Es gibt eigentlich zwei große Unterschiede. Nummer eins, die kleinen Geräte für 75 € haben alle nur 6 mm Fräsen. Für mich persönlich wäre schon ein Ausschlusskriterium. Warum? Weil ich gerne meine Fräser in allen Fräsen nutzen wollen würde. Aber das nur am Rande. Die anderen beiden haben 8 mm Fräser. Können auch 6 mm aufnehmen. Und das andere ist natürlich die Leistung, die Eingangsleistung. Bei Makita haben wir 700 Watt, bei Bosch haben wir 600 Watt, bei denen hier haben wir immer so um die 500 Watt. Und da seht ihr schon, das ist ein Unterschied und ihr werdet das nachher auch vor allem beim Testen sehen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Zahlen, Daten, Fakten, irgendwie Metabo, Makita, Bosch gesprochen. Jetzt wollen wir doch auch mal endlich anfangen. Und deswegen gucken wir uns diese drei Geräte einfach mal kurz im Detail an. Und ihr seht hier,
Das ist eigentlich so ein kleiner Plastebomber hier unten. Ja? Wir haben hier wirklich einen Kunststofffuß, der zwar aufgedoppelt ist, aber ihr seht hier Kunststoff. Zusätzlich sehen wir das hier. Wir haben hier etwas, um es festzumachen, aber hier sehen wir zwar eigentlich so eine Möglichkeit, das hier zu verstellen mit einem Rad, aber da ist gar keins da. Schaut mal hier, da ist so ein Stück Kunststoff und das war's. Das heißt, wenn ich das hier einführe, kann ich das auch dahin tun, ist völlig egal. Ja, das hat damit gar nichts zu tun. Und jetzt muss ich Folgendes machen, das muss ich festziehen. Und das hält nur über die Spannkraft. Das heißt hier Kunststoff auf Kunststoff und das hier in der Mitte ist dafür da, dass ich es nicht kaputt breche. Jetzt könnte man sagen, das ist fest, aber dazu kommen wir nachher nochmal. Wir sehen hier, mehr ist das Ganze nicht, außer hier haben wir einen Augenschutz. Wozu ist das hier da? Dieses Stück Kunststoff. Hier, das hier, was wir hier dran haben, das ist dazu da, dass wenn du hier entlang gehst, an einer Kante lang gehst, guckst du ja hier aus diesem Winkel hier drauf, dass dir hier nichts ins Auge fällt. Ja? Dann kannst du hier noch deinen Parallelanschlag hier hinten ranstecken und das war es auch schon. Hier ein Ausschalter, eigentlich ganz gut gemacht. Ja, und das war es auch. Jetzt gucken wir uns mal die Makita an. Hier haben wir so irgendwie gefühlt so einen uralten Schalter. Fühlt sich ein bisschen wie so aus den 80ern. Hier oben ein- und ausschalten. Wir haben keine Geschwindigkeitseinstellung, einfach nur an oder aus. Was wir aber haben, ist das hier. Wir können das lose drehen und können hier die Tiefe einstellen über dieses Drehrad. Finde ich auf jeden Fall schon mal angenehmer. Wenn ihr euch das mal hier anschaut, kann man das hier so schön verstellen. Es ist jetzt auch nicht super wichtig, man kann das auch hier so schnell mit der Hand machen, aber ja, kann man halt. So, dann sehen wir aber hier dasselbe Thema, auch hier, das wird einfach nur irgendwie so gespannt, Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff auf Kunststoff. Wie gut das ist, werden wir nachher sehen. Hier könnt ihr übrigens auch die Tiefe sehen. War das bei Bosch eigentlich auch so? Ja, wir können hier bei Bosch auch hier uns die Tiefe anschauen. Auch hier können wir das justieren. Hier schön gummiert das Ganze, auch hier Kunststoff, hier auch doppelt gelagert, alles dasselbe wie jetzt hier wir auch bei Bosch gesehen haben. Und jetzt sehen wir hier bei Metabo, das ist ja irgendwie dasselbe, oder? Wir können das hier drehen, können hier hoch, Moment, noch mal ein bisschen mehr, können hier hoch runter. Das ist ja irgendwie hier auch oben ein- und auszustellen. Also die beiden ähneln sich auf jeden Fall relativ stark. Und ja, haben wir Kabel dran. Mehr ist ja auch nicht, ja. Was wir hier haben, im Gegensatz zu Makita, Makita hat, ich habe es zumindest eben nicht gefunden, hier keinen Augenschutz dabei gehabt. Vielleicht gibt es das auch, dann blenden wir es hier nochmal ein. Hier haben wir auch den Schutz für die Augen mit dabei, damit du da entsprechend nicht reinguckst. Hier unten die klassische Aufnahme, so wie ihr das kennt beim Fräser, gibt es sonst groß nicht weiter was zu sagen. Kommen wir hier zur RT702C. Übrigens ist der Nachfolger von der 700, wo eigentlich wirklich kein so großer Unterschied ist. Was wir an dem Gerät hier schon sehen, wir haben ja hier einen Preis, ich sage mal grob das Doppelte. 75 Euro, 125 Euro, nicht ganz Doppelte, aber ist schon um einiges mehr. Und jetzt sehen wir hier, das ist kein Kunststoff mehr. Jetzt haben wir hier Vollmetall. Das Ganze, auch hier der Korb ist jetzt aus Metall, den du dort bekommst. Und bei dem Gerät ist es so, dass es mehr Leistung hat. Wir werden auch gleich im Test sehen, das macht sich bemerkbar. Aber du hast hier ein Gerät, was du so kaufen kannst. Du kannst aber auch mit viel mehr Zubehör kaufen. Im großen Paket für 200 Euro ist es so, und deswegen ist die auch so beliebt, genau diese Oberfräse, da bekommst du einen großen Fräskorb, bekommst du einen kleinen Fräskorb, bekommst du einen Fräskorb, um das Ganze hier im Winkel zu verstellen und irgendwo lang zu fahren, anzufasen, in deinem Winkel, den du haben willst. Total ungewöhnlich, hat sonst fast keine Fräse. All das ist dort mit dabei. Und diese Fräse an sich ist wirklich so eigentlich im Markt die Fräse, weil 50% aller Leute mit so einer kleinen Fräse haben diese wahrscheinlich zu Hause. Unwahrscheinlich beliebt und ist auch eine echt gute Fräse, aber wesentlich teurer. Ob sich das lohnt, werden wir gleich sehen. Dann haben wir noch die Bosch. Die GKF 600, 600 Watt und hier gibt es auch ein bisschen mehr Zubehör, als man erstmal denken würde, beziehungsweise gibt es Zubehör und zwar einen großen Fräskorb, der aber auch richtig Asche kostet. Der kostet eigentlich 100 Euro oder über 100 Euro, sodass du auf 250 Euro kommst mit der Fräse und Fräskorb zusammen. Aber hier sehen wir aber auch schon einen gehörigen Preisunterschied. Und aber auch Qualitätsunterschied. Hier auch das Ganze aus Metall, auch das hier ist aus Metall, auch was ganz anderes als bei der 550er, obwohl man hier sagen würde, so viel Unterschied kann er doch jetzt gar nicht sein.
Doch, ist es. Und deswegen ist die Maschine auch um einiges im Preis teurer. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt fräsen. Und zwar fräsen wir jetzt Buche. So ein Stück Buche werden wir jetzt gleich nehmen. Ja, werden hier ordentlich fräsen und werden Folgendes machen. Wir werden einen Fräser nehmen, 1 cm breit, 8 mm tief hier ins Holz rein. Warum machen wir das? Ganz einfach. Wir werden auch zusätzlich hier nochmal die Kante abnehmen oder abrunden. Aber warum machen wir das hier? Beim Kante abrunden würden wir keinen großen Unterschied merken. Wir würden sagen, naja, wir sind alle gut. Aber beim Fräsen sehen wir, wo die Grenzen sind, auch des Motors. Und wo sagen die so, da geht es nicht mehr weiter. Und genau das machen wir jetzt. Jetzt haben wir getestet, Metabo als erstes. Wir haben einen schönen Rundungsfräser genommen mit ordentlich auch Radius, wo auch ordentlich was abgenommen wird. Und was sehen wir? Wunderschöne Rundung, fast keinen Schlag. Man muss aber sagen, dadurch, dass die Geräte nicht so viel Kraft haben, ist es so, dass sie durchaus mal so ins Wanken kommen. Und dadurch kann es durchaus passieren, dass sie auch ein leicht unebenes Ergebnis hat. Und das war hier bei Metabo fast gar nicht der Fall. Rundung, überhaupt kein Problem. Danach Nutfräse. Und da war es bei allen so, dass dieses Spielkramzeug hier dabei war, um entsprechend hier unsere Nut zu fräsen, also zu führen. Das macht keinen Spaß. Also aus meiner Sicht macht das mit keinem dieser Geräte hier richtig Spaß, eine Nut zu ziehen. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass viele sagen, das sind Kantenfräse, weil viel mehr als Kantenfräsen können die auch nicht. Aber hier bei Metabo ist es so, dass wir eine wirklich schöne Nut gezogen haben. Warum ich das jetzt betone, werden wir gleich nochmal sehen. Das ist eine wirklich schöne Nut. Hat das Spaß gemacht? Ja, nicht so wirklich. Also hier würde ich auch vorschlagen, wenn ihr die Metabo nehmt, dann geht 8 mm mit dem 1 mm Fräser in 2, 3 Durchgängen tief. Dann macht das durchaus schon Spaß, dann kann man das tun. Seid euch aber bewusst, dass mit dem Anschlag das auch so eine Sache ist. Ja, das geht. Gucken wir mal als nächstes hier auf die GKF 550, hier aus unserem kleinen Gerät. Da war es schon eine ganz andere Hausnummer. Abrunden, kein Problem, ging, aber jetzt wurde es jetzt schwierig. Und zwar wollten wir auch die 8 mm hier reingehen. Und was passiert? Das Gerät hat so viel, ja, so arbeiten wollen, dass egal wie tief und fest wir das gezogen haben, ist sie immer tiefer gegangen. Nämlich hier am Anfang waren es 8 mm, nach hinten waren es über 1,4 cm ist es hier nach reingesunken und zwar nur auf diese Fläche. So. Boah, nee, das war nicht schön. Wir haben es hier nochmal ausprobiert, das ist auch gleich am Anfang noch ein bisschen reingesunken, aber dafür geblieben. Das war auch in Summe echt kein schönes Fräsergebnis. Wir haben versucht, egal wie fest wir es irgendwie gezogen haben, und wir haben ja Kunststoff, also mit der Zange geht man da jetzt irgendwann dann doch nicht mal ran. Da fest, kommt ab und hier auf jeden Fall war das Fräsergebnis hier echt mies. Also es macht keinen Spaß. Also würde ich auf keinen Fall empfehlen. Das ist eher so ein Rausschlagen als wirklich rausfräsen. Hier bei der 3709 war es genau das Gleiche. Hier die Abrundung, das ist kein Problem. Muss ich auch sagen, würde ich sagen, von allen fast das Beste.
wobei ich noch nicht von gut sprechen würde, aber erstmal akzeptabel bei der Abrundung, aber bei dem Fräsen hier, hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Die Maschine an sich vibriert selber so stark, dass sie sich lose vibriert und das Pflaster an Pflaster an Pflaster an Pflaster einfach dazu führt, dass wir immer weiter und tiefer ins Material reingetaucht sind. Also ein flüssiges, ordentliches, wir bleiben bei derselben Tiefe, Ergebnis war nicht möglich. Und das sieht auch echt nicht schön aus. Also das ist nicht schön. Das war aber hier bei Bosch eben genau dasselbe, was wir eben bei Metabo überhaupt nicht hatten, sondern da sind wir flüssig ordentlich schön durchgekommen. Gucken wir als nächstes uns hier die Bosch an. Ja, von der hier sind wir jetzt rüber, gehen wir zur Bosch. Zur 550. Da ist es so, auch wieder Abrundung, kein Problem. Beim Fräsen selbst, es geht, es ist schon etwas besser als bei den anderen, es ist fest. Das ist Nummer 1. Wir haben in der Tiefe, ich gucke noch mal hier ein bisschen mit dem schiefen Auge vorbei, die Tiefe ist stabil geblieben. Schon mal check. Aber das war so viel Vibration, dass wir hier keine gerade Nut gezogen haben. Das sieht wirklich auch nicht super schön aus. Man sieht hier dass die Maschine so gearbeitet hat. So, irgendwie kämpfe ich mich hier durch. Also dieses souveräne, ruhige, was man von so einem Oberfräser auch haben möchte, das hat sie wirklich nicht gezeigt. Und als letztes kommen wir hier zur RT 07002. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und zwar hier Abrundung. Das in Summe, doch hier würde ich schon von einem guten Ergebnis sprechen. Da kann man nichts sagen, das ist okay. Und vor allem auch die Nut. Und wir reden ja hier von 700 Watt, ich glaube 710 hat sie Eingangsleistung. Und bei allen anderen fast viel weniger. Und man sieht hier auch einen klaren Unterschied. Die Nut, auch wenn man das hier anfasst, da ist am wenigsten Vibration, das Gerät hat am meisten Kraft, ist souverän durchgegangen. Die Tiefe hat sich nicht verstellt und hat einen guten Job gemacht. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, könnten wir jetzt auch wirklich zum Fazit kommen, gibt es eigentlich nur genau 2 Geräte, die eigentlich überhaupt in die engere Auswahl kommen. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar, einerseits hier die Metabo, können wir hier mal hinstellen. Die Metabo ist ein ganz klarer Preis-Leistungssieger. Wenn du einfach nur eine Kantenfräse haben möchtest, für nur 75 € von einem Markenhersteller, der so eine Nut durchaus ziehen kann. Ja? Und wenn man zur Not auch sagt, okay, ich mache es in 2 Stufen, dann ist die Metabo gut und macht einen echt guten Job. Vor allem dieses Unruhige haben wir eben einfach nicht. Und hier bei Makita haben wir folgenden Vorteil. Das Ding ist einfach souverän. Wir haben die ganzen Zubehöre. Wir haben die Möglichkeit, das auch wirklich im großen Zubehörpaket zu kaufen. Wenn nicht, kostet die fast das Doppelte, okay, mit 125 € so etwa, liegt dann unten ehrlicher Preisvergleich, aber sie ist auch wesentlich robuster und größer verarbeitet, mehr Kraft und das merkt man eben auch. Deswegen müsst ihr für euch wieder entscheiden, was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich hier als Drittgerät nur für Kanten, nehme ich hier die Metabo vielleicht und nehme dann die Makita mit viel mehr Zubehör, mit allem drum und dran und nehme sie eben nicht für Kanten, sondern da eben nur das oder nur das. Würde mich super interessieren, wie ihr das seht. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, weil das für mich auch ein super kontroverses Thema. Wie gesagt, die beiden würde ich empfehlen. Hier bei Makita habt ihr einfach voll einen Vorteil. Das Ding ist robust, hat richtig Kraft und ihr habt einfach hier den Vorteil, ihr habt viel, viel mehr Energie und ihr habt viel mehr Möglichkeiten, auch das aufzustocken. Fräskorb, kleiner Fräskorb, großer, schräg und so weiter und so fort. Zubehör ohne Ende. Und apropos Zubehör, noch ein Hinweis. Hier also nicht Preis-Leistung, sondern Leistungssieger, hier Preis-Leistungssieger. Es gibt von Metabo auch einen Fräsersatz. Das Gerät kann man auch im Kombi kaufen. Der Fräsersatz, den wir hier haben, ist wirklich das ist nicht zu verwechseln mit diesen ganz billigen, die du auf diversen Shops kaufen kannst, wo du für 10 € 5 Fräser kriegst, nee, für 5 € 10 Fräser. Das hier ist solide, gute Qualität, kann man nehmen, also, und vor allem, damit kann man mal anfangen zu fräsen. Würde ich euch ans Herz legen, liegt unten in der Videobeschreibung, auch im ehrlichen Preisvergleich. Ansonsten haben wir hier auch die großen Setzer, die wir immer mal wieder nehmen, auch hier für einen Test genommen haben, von Bosch 6 mm, 8 mm gibt es alles. Auch das findest du unten in der Videobeschreibung oder auf gothulz.de. Und jetzt bitte schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich super interessieren. Ich hoffe, dass es richtig kontrovers wird, denn bei Fräsern geht die Meinung häufig richtig weit auseinander. Schreibt doch gerne rein, wenn ich noch irgendwas anderes mal testen, vergleichen soll. Bin super gespannt. Und ich werde gleich noch über einen anderen Test nachdenken, denn
Wir haben hier noch so viele Oberfräsen. Eieieiei. Seid gespannt, was da noch kommt. Und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.